Es gibt hier in Deutschland ein paar Sachen, die für Menschen, die noch neu hier in Deutschland sind, so ein bisschen komisch sein können oder ja, so ein bisschen verwirrend einen. Und ich spreche auch nicht von diesen großen Sachen, also nicht von dem ganzen Papierkram hier oder Bürokratie, sondern wirklich nur die Kleinigkeiten, so Alltagssachen, die ja so ein bisschen andere sind vielleicht, als man zu Hause gewohnt ist. Und über die sprechen wir heute. Mein Name ist Daiva und ich komme ursprünglich selber aus Litauen. Ich lebe schon seit einigen Jahren hier in Deutschland und ich weiß echt noch ganz genau, wie es für mich damals auch war, als ich hier neu in Deutschland war. Was für mich am Anfang erstmal irritierend war, war diese Ruhe hier in Deutschland. Also zum Beispiel in der Bahn oder Bus oder auch in der Wartezimmer. Hier ist super ruhig und das mögen die Menschen hier. Es gibt sogar auch in der Bahn extra Ruhebereiche, wo die Leute sich dann zurückziehen können. Und auch natürlich berühmte Sonntagsruhe oder Feiertagsruhe hier in Deutschland. Also das ist wirklich auch wichtig für die Menschen hier in Deutschland. Und deshalb sollte man darauf achten, dass man am Sonntag nicht einen Rasen mäht oder nicht laut bohrt oder nicht groß was renoviert oder aber auch nicht laute Musik hört. Also und wenn man zum Beispiel eine Party an dem Tag feiern möchte, dann ist es hier in Deutschland üblich, dass man zum Beispiel eine Zettel an der Tür, also an der Haustür aufhängt und den Nachbarn damit Bescheid gibt, dass am Abend ja gefeiert wird und dass es ein bisschen lauter sein kann. Was ich auch hier in Deutschland ja typisch deutsch finde, dass die Menschen auch wirklich an den Regeln sich halten, auch wenn es keiner kontrolliert. Zum Beispiel bei den Ampeln. Also wenn eine rote Ampel ist, dann gehen die Menschen nicht über die Straße, auch wenn es weit und breit kein Auto zu sehen ist. Also die Menschen achten sie wirklich drauf. Oder zum Beispiel die Mülltrennung. Also hier ist es wirklich ein super tolles System, finde ich, aber da muss man sich auch daran gewöhnen und die Menschen achten wirklich hier darauf. Also ich fand es am Anfang auch so ein bisschen verwirrend, okay, Plastik hier, Papier da, Restmüll hier und Bio dann noch extra. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, versteht man das auch und ich finde es eigentlich auch ein super tolles System hier. Was für mich auch in Deutschland hier so ein bisschen ja, verwirrt hat, war diese Distanz von den Menschen. Die wirken oft distanziert hier und wenn man sich kennenlernt, da wird man auch nicht gleich sofort also über die persönlichen Probleme gesprochen. Aber gleichzeitig finde ich, dass die Menschen hier auch wirklich nett sind und freundlich zueinander sind. Meistens. Zum Beispiel, wenn du im Wartezimmer bist, dann, wenn die Leute reinkommen, dann sagen dir auch die meisten Hallo oder Guten Tag. Und das sagen sie auch, wenn die im Fahrstuhl sich treffen oder auch wenn man Nachbarn auf der Straße irgendwo trifft und man die nicht kennt, man grüßt trotzdem ihn. Oder wenn man zum Beispiel dann sich verabschiedet oder aus dem Wartezimmer rausgeht, dann sagt man auch wieder Tschüss oder einen schönen Tag noch. Und dann natürlich aber auch das Thema du oder sie. Also hier ist es üblich, dass man in Deutschland Menschen, die man nicht kennt, erstmal sieht. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel ja, bei älteren Menschen sagt man auch meistens sie oder ja, irgendwie bei den Behörden, beim Arzt, aber auch sehr oft bei der Arbeit. Und irgendwann sagen jemand zum Beispiel, okay, wir können uns gern duzen oder du kannst gern mir du sagen. Und dann wird so ein bisschen, finde ich, das Gespräch auch dann lockerer. Aber das war für mich am Anfang, weiß ich noch, auch so ein bisschen am Anfang verwirrend. Noch ein großes Thema ist hier in Deutschland die Pünktlichkeit. Und nein, das ist wirklich kein Klischee hier. Also es ist wirklich super, super mega wichtig hier in Deutschland, dass man pünktlich ist. Also und auch wenn man ja 5 oder 10 Minuten zu spät kommt, kann das auch oft respektlos wirken, ja, oder dass man einfach einem dieses Termin nicht wichtig ist. Das empfinden die Menschen hier so. Deswegen ist es oft so, dass die Menschen bei einem Termin auch ein paar Minuten früher kommen. Das ist auch so ganz normal. Deshalb schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel auch merkst, okay, du kommst zu spät, dass du auch auf jeden Fall kurz Bescheid gibst. Das ist natürlich dann auch okay, ne? Aber dann zu spät kommen, kommt hier echt nicht gut an. Und was für mich auch am Anfang so ein bisschen ja, verwirrend war, dass die Menschen relativ direkt hier sind. Also die sagen oft ganz schnell ihre Meinung oder wie direkt sie so denken. Oder ja, das ist einfach, glaube ich, die Mentalität hier. Und wenn man das nicht gewohnt ist, kann für einen so ein bisschen ja, irritierend sein. Aber es ist meistens auch gar nicht ja, negativ gemeint, sondern dass die Menschen einfach hier ganz früh schon ganz direkt auch ihre Meinung dann sagen. Was auch so typisch in Deutschland ist, man gratuliert hier in Deutschland nicht vor dem Geburtstag. Also
Das ist komisch und hier sagt auch keiner vor dem Geburtstag alles Gute zum Geburtstag. Also das sagt wirklich hier nicht. Was aber möglich ist, wenn man zum Beispiel am Abend trifft man sich, dann feiert man dann sozusagen rein. Also man trifft sich, man feiert und genau um 0 Uhr gratuliert man zum Geburtstag und feiert natürlich dann weiter. Ne? Und wenn man Geburtstag hat, dann bringt meistens das Geburtstagskind dann auch ja, Süßigkeiten oder Kuchen mit, zum Beispiel zu der Arbeit oder in die Schule. Also das ist auch so das Typische hier. Und dann gibt es natürlich ja die so alltägliche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel nicht vordrängeln. Also die Menschen warten hier wirklich in der Schlange beim Bäcker oder beim Bus einsteigen. Die warten und stehen in der Schlange, bis sie auch dran sind. Oder jemandem zum Beispiel die Tür aufhalten, wenn einer hinter einem geht. Ich hoffe, dass dir dieses kleine Video auch hilft, so ein bisschen Deutschland besser zu verstehen oder manche Sachen einfach besser zu verstehen. Wenn du auch andere Themen hast, die dich interessieren, dann schreib mir gerne einfach in den Kommentaren. Ich schaue mal die an und dann schaue ich, dass nach und nach die Videos zu diesen verschiedenen Themen auch machen werde. Ich freue mich sehr und ich sage dann einfach bis bald.